Ganz kurz, bevor wir anfangen. Es ist hier leider etwas lauter. Wir sind gerade in einem Hostel und die haben von 10 bis 23 Uhr Musik an und davor hatten sie leider auch Gartenmaschinen oder so. Gartenmaschinen und Baumarbeiten. Deswegen entschuldigen wir uns jetzt schon einmal dafür, dass es wahrscheinlich die ganze Zeit im Hintergrund Musik ist, wenn es nicht unsere eigene Musik ist. Also, hallo, wir sind Lea und Sönke und wir reisen um die Welt. Heute geht es um den Roadtrip, den wir durch die Rocky Mountains gemacht haben. Der Tag begann sehr früh mit einem super schönen Sonnenaufgang. Es waren gute Vorzeichen gesetzt für unseren Roadtrip. Ja, dann haben wir alle Sachen ins Auto gepackt, nachdem wir am Vortag schon das Auto vorbereitet haben, die Sitze umgeklappt haben, dass wir darin schlafen können. Im letzten Video haben wir schon gesagt, dass Brian uns sein Auto geliehen hat, obwohl wir eigentlich hitchhiken wollten. Und im Endeffekt waren wir super, super glücklich darüber, dass wir ein Auto hatten, wo wir sogar drin schlafen konnten und alle unsere Sachen mittragen mussten und nicht immer nur aus dem Backpack zu leben. Ja, morgen haben wir dann nochmal Bedford getroffen, der uns ja das letzte Stück mitgebracht hat von Thunder Bay nach Edmonton, was mittlerweile dann schon eine Woche her war. Mit ihm sind wir frühstücken gegangen und er hat uns noch seinen Obst- und Gemüseladen gezeigt in Edmonton. Wir hatten gehofft, dass wir uns vielleicht 1, 2 Äpfel kaufen können, um da vom Roadtrip zehren zu können. Was wir aber nicht erwartet haben, ist, dass Bedford, als er uns gesehen hat, auf einmal mit 2 Kisten ankam und gesagt hat, so, die machen wir jetzt mal voll. Und dann sind wir hinter ihm peinlich berührt durch diesen Laden gestapft und er hat eins nach dem anderen alles vom Obst, Gemüse ein bisschen auch, Snacks, Schokoladen, Chips, die so voll gemacht. Wir waren auf jeden Fall peinlich berührt davon und haben uns aber auf der anderen Seite super gefreut. Und Bedford hat gesagt, dass es einfach ein Muss, dass man sich eindecken kann. Und wir konnten uns gar nicht vorstellen, was das für ein Glück war, jeden Tag frisches Obst und Snacks zu essen. Ja, wie gesagt, waren wir mit ihm noch frühstücken, und zwar bei Denny's. Das ist Sönkes Lieblingsfrühstücksdiner. Dort hat Bedfords Freundin Janette gearbeitet, die wir auch am Vortag schon abends beim Abendessen getroffen haben mit ihm. Sie hat es dann sehr gut bedient und auch noch eingedeckt mit noch mehr Snacks. Ja, noch eine Tasche hatten wir dann mit sämtlichen Sachen und wir hatten so viel, dass wir uns das gar nicht erst alles angucken konnten, erst später dann. Dann sind wir los Richtung Süden, ab in die Foothills, also die Berge vor den Rocky Mountains. Dann haben wir eine kurze Pause gemacht zum Tanken und haben uns erst noch mal unsere leckeren Essenssachen angeschaut und die Süßigkeiten von Janette und das Obst von Bedford und uns einfach gefreut wie sonst was. Als wir losgefahren waren, hatten wir einen Brief gefunden von Brian, wo drauf stand, bitte erst 2 Stunden später öffnen. Wir waren schon relativ gespannt. Und als wir dann kurz vorm Tanken waren, haben wir den Brief aufgemacht. Und wir konnten es nicht glauben, Brian hat uns eine Kreditkarte in das Auto gelegt, damit wir das Tanken bezahlen können. Wir waren unfassbar berührt davon, wie sehr er sich um uns sorgt. Und wir haben wirklich lange überlegt, ob wir es annehmen oder nicht, weil das einfach viel zu viel ist. Ja, langsam sind wir den Rocky Mountains immer näher gekommen und sind dann letztendlich dann durch die Rockies gefahren. Und unser erster Stopp war dann Abraham Lake, wo wir eine kleine Mini-Bergbesteigung gemacht haben. Ja, vielleicht muss ich da was zu sagen. Lea mag ja ganz gerne wandern und ich bin auch so, ja, es ist ganz nett, aber es muss jetzt nicht die Killerwanderung sein. Lea hat dann als Motivationsschub gesagt, nee, wir machen am Anfang nur so eine 1,5, 2 Kilometer Wanderung. Da habe ich natürlich gesagt, alles klar, gucken wir die Wanderung nicht an, bis wir dann am Anfang stehen und man 50-60% Steigung hat. Das heißt, man klettert fast. Ja, und dann sind wir da hoch. Dazu kam noch, dass es sehr, sehr windig war und am Horizont sich auch die Wolken aufgezogen haben. Und ich hatte dabei eine Bedenken.
Ja, wir haben dann ungefähr die Hälfte des Weges geschafft und hatten auch schon einen sehr schönen Ausblick und haben dann gesagt, okay, wir drehen hier aber um, weil es wirklich super windig war und dann auch schon gefährlich gewesen wäre. Ja, als wir dann weitergefahren sind, sind wir noch an Steinböcken vorbeigefahren, ja, bis es dann auch langsam angefangen hat zu regnen. Als nächsten Stop sind wir dann zum Peyto Lake. Das ist einer der eher bekannteren Seen direkt am Icefields Parkway. Da waren wir auf dem Hinweg relativ allein und hatten auch wirklich den Ausblick fast ganz für uns. Das war echt cool. Dann kamen ein paar Leute und dann wurde es auch ein bisschen voller wieder. Und dann hat es doller angefangen zu regnen, sodass wir dann schnell zurück zum Auto sind und ein bisschen überlegt haben, was wir machen. Es sind ja da wirklich tolle Berge. Auf der anderen Seite waren Lea und ich jeweils schon mal separat in den Rockies, sodass wir nicht den gesamten Icefields Parkway langfahren wollten. Außerdem ist auch in Jasper ein Wildfire gewesen und deswegen sind wir auch nicht die nördliche Route gefahren. Ja, und weil es dann schon dunkel wurde, sind wir langsam zum Campground in Lake Louise, den wir uns ausgesucht haben. Sind auf dem Weg noch bei einem Lookout gestoppt und das war ganz lustig. Es war so windig, dass die anderen Leute im Auto fast weggeflogen sind. Wir sind sitzen geblieben Ja. im Auto. Ja, dann haben wir unsere erste Nacht im Auto verbracht auf einem großen Campground. Das war eher kein normaler Campingplatz, wie man ihn kennt, sondern es war einfach eine große Fläche, wo alle nebeneinander gestanden haben. Ja, es war wirklich die ganze Nacht ziemlich windig und hat auch geregnet und wir sind einfach nur im Auto geblieben und haben uns ja, die erste Nacht schön eingekuschelt. Am nächsten Morgen sind wir dann früh aufgewacht und zum Lake Louise gefahren, zu dem Dorf, haben dort die Toiletten genutzt und uns Kaffee geholt. Und dann wollten wir eigentlich zum Lake Louise, also zum See, sind da vorgefahren und da war uns leider der Parkplatz zu teuer, wie man jetzt in dem Video sieht. Dann haben wir das $36 für einen Tag hier parken. Oder für 5 Minuten parken auch. Nein, danke. Nicht mal, wenn schönes Wetter wäre, glaube ich, hätten wir es gemacht. Ja, Parkplatz hat $30 pro Tag gekostet. Und so wie wir es auf den ersten Blick gesehen haben, konnte man nur das Tagesticket nehmen. Also es wäre auch nicht für eine Stunde gegangen. Und außerdem hat es einfach geregnet und es war so neblig, man hätte wahrscheinlich noch nicht mal die Berge sehen können. Deswegen haben wir gesagt, nee, machen wir nicht. Das lohnt sich nicht. Lake Louise ist sowieso immer überfüllt. Ist ein schöner See, aber wenn man nicht gerade die längere Wanderung da macht, um die ich leider zum Glück dann kam. Der Moraine Lake war auch gesperrt, so wie viele andere Hikes insgesamt im September. Da hatten wir leider ein bisschen Pech. So sind wir dann nach Field, was schon in British Columbia liegt. Und ja, es war immer noch am Regnen und die schöne Landschaft zog an uns vorbei auf dem Trans-Canada Highway. Nebenan diese ewig langen Züge und tolle Ausblicke. Aber ja, so richtig trocknen wollte es nicht. Und wenn ich ehrlich bin, hat es mich auch nicht so doll gestört. Dann mussten wir immerhin nicht irgendwelche anderen Hammer-Hikes rausnehmen. Ja, dann haben wir noch im Auto gefrühstückt und hatten dafür ganz viel leckeres Obst. Und dann sind wir auch schon weitergefahren zu den Wasserfällen, die ich nicht aussprechen kann, wie Takawaka oder so. Takakor Falls. Ja, wir kamen halt nicht drum rum und ich fand es irgendwie ein bisschen ironisch, dass wir dann zu Wasserfällen im Regen gehen, schön mit Regenschirmen. Das war eigentlich ganz lustig. Es war nur ein kurzer Weg, trotzdem waren wir komplett nass, trotz Regenjacken und Regenschirm. Und ja, es waren viele amerikanische Wanderer oder amerikanische Touristen um uns herum. Die anderen scheinen wohl alle wieder zu Hause gewesen zu sein. Ja, es wird halt langsam aufgeklärt zum Glück und wir sind zum Emerald Lake gefahren. Hast du denn die richtigen Hike-Klamotten an? Dort haben wir dann auch wieder eine Wanderung gemacht, einmal um den See herum und dann noch zum Emerald Basin. Spricht das aus? Ja, weiß ich auch nicht. Basin. Ja, der Emerald Lake, wie schon der Name sagt, hat so smaragdfarbenes Wasser, ist weltberühmt und natürlich auch eine Touristenattraktion, aber wirklich nur am Anfang am Parkplatz. Wenn man weiterging, wurden es immer weniger Leute und meistens nur noch deutsche Wanderer und noch ein paar andere und dann wurde es auch ruhiger.
Ja, dann gab es da leider noch mal einen Trick von Lea. Sie hatte gesagt, dass man beim Emerald Basin noch viel, viel besseren Blick hätte auf den See und somit bin ich ihr nachgestapft und wir sind da wieder die Berge hoch, obwohl man auch einfach nur um den See gehen konnte. Und dann hat es wieder angefangen zu regnen, es war neblig, man hatte gar keinen Blick auf den Lake. Meine Stimmung war im... Aber dann hat es aufgehört zu regnen und wir haben sogar einen doppelten Regenbogen gesehen. Ja, aber die Wanderung ging so um den Berg herum, dass man auf jeden Fall keinen Blick auf den See hatte, auch als der Nebel weg war. Trotzdem muss man sagen, es war ein echt cooler Weg und eine coole Wanderung. Und auch wenn man den Emerald Lake nur am Anfang und am Ende gesehen hat, war es trotzdem sehr cool. Dann haben wir entschieden, dass es die nächsten Tage immer noch weiter regnen würde und wir nicht jeden Hike machen können durch den Matsch und durch den Regen. Und dass wir entschieden haben, dann doch lieber schon weiterzufahren. So sind wir dann nach Golden und durch Glacier bis nach Revelstoke und dann sind wir da links abgebogen. Die Ausblicke waren wirklich schön und sind dann zur Fähre über den Upper Arrow Lake. Ja, da hat Sönke noch einem anderen Starthilfe gegeben. Und dann sind wir bei Wind und Regen über den See. Sind natürlich auch nicht ausgestiegen. Die armen Motorradfahrer neben uns haben sich, glaube ich, ganz schön einen abgefroren. Ja, dann haben wir den Abend noch in den Halcyon Hot Springs verbracht. Das war richtig schön warmes Wasser. Und wir konnten uns aufwärmen von den ganzen kalten Temperaturen, die dann schon leider herrschten. Da haben wir gesagt, das gönnen wir uns mal, einfach auch um zu duschen und um ein bisschen Komfort zu haben nach dem ganzen Dreckswegen und der doch irgendwie dem limitierten Komfort im Auto. Abends sind wir dann noch auf einen halbwegs verlassenen Campground gefahren und haben dort übernachtet. Es ist immer lustig, wenn man irgendwo hinfährt und im Dunkeln ankommt, nicht weiß, wo man da ist und am nächsten Morgen dann überrascht wird, wie schön es eigentlich draußen aussieht. Ja, zum Frühstück gab es wieder eine große Ladung Obst. Und dann ging es mit dem Roadtrip weiter durch die West Kootenays. Bekannt sind eigentlich die Rockies für Banff und Jasper und die ganzen Nationalparks auf dem Icefields Parkway. Aber ich persönlich finde die Kootenays noch viel schöner. Die sind nämlich nicht ganz so spitz und nicht ganz so wanderlastig, sondern einfach ein bisschen mehr mediterran und ein bisschen mehr laid-back und nicht ganz so viele Touristen. Was ich dagegen fand, war, dass die Kootenays immer von so einem Dunst umgeben waren, was mir persönlich dann nicht so gefallen hat. Was? Das weiß ich jetzt erst. Also ich fand das genau gerade so cool. Aber ja. Auf jeden Fall ist das Leben dort ein bisschen langsamer. Und viele Leute entscheiden sich wohl dann extra dafür zu leben. Also ein bisschen mehr Hippie-Lifestyle, was man dann auch in den Orten gesehen hat. Ja, in den Kootenays haben wir dann noch eine Pause in New Denver gemacht und da ein bisschen rumspaziert. Und haben dann eine Art Museum gesehen. Worum ging es da? Ja, zum Zweiten Weltkrieg wurden sehr viele Japaner dort interniert. In Kanada gibt es eine große japanische Community, die dann damals halt nach New Denver gebracht wurde. Und da gab es noch so ein paar Relikte von. Dann haben wir eine Wanderung in einem Wald gemacht mit sehr hohen Bäumen, den Retalec Old Grove Cedars Trail. Der war unerwartet cool. Da waren wirklich sehr viele Bäume und auch viele Schilder für Bären. Und wir haben da so ein bisschen links und rechts immer geguckt, in der Befürchtung, dass auch immer vor einem Bär stehen. Aber es hat nicht so geendet. Und die halten da angeblich ihren Winterschlaf, wohl in so Höhlen unter den Bäumen. Dann eine Pause in Caslow, in einem Ort, wo wohl der älteste Raddampfer mit dem Rad hinten steht, was auch immer. Ja, dann haben wir noch einmal am Kootenay Lake angehalten, uns den angeguckt und dann gab es auch schon Burger zum Mittagessen, damit Sönke nicht schlechte Laune bekommt, weil er so hungrig ist. Nachmittags sind wir dann Richtung Nelson gefahren und haben überlegt, den Tag ein bisschen früher zu enden, sind dann rechts ab, so einen richtig schwierigen Pfad hoch in die Berge mitten ins Nirgendwo und hatten dann irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl, keine Ahnung, da war eigentlich alles super. Wir wollten dann da übernachten,
Aber irgendwie hatten wir voll das schlechte Gefühl und haben dann gesagt, komm, wir fahren noch mal runter in die Stadt nach Nelson und haben uns dann Nelson am Abend noch mal angeguckt. Pizza gegessen. Im Zentrum von Nelson gibt es dann sogar einen Campground. Da sind wir hingefahren. Es wäre sogar noch ein Platz frei gewesen, ansonsten war der ziemlich voll. Es war wirklich Wohnmobil an Wohnmobil, so richtig eng und nah. Und als wir dann den Preis gehört haben, haben wir uns verabschiedet und sind wieder losgefahren. Allerdings sind wir nur ungefähr 200 Meter weitergefahren und haben dann einfach an so einer Wohnstraße uns rechts angestellt. Da haben auch Autos vor und hinter uns geparkt und einfach da geschlafen. Das ist eigentlich eine echt ganz gute Sache, weil wir versuchen zu sparen und nicht auf Campgrounds zu gehen. Wir haben nichts dagegen, Geld auszugeben, aber auf den Campgrounds hat man meistens 40, 50 Euro für eine Toilette, die manchmal noch nicht mal Wasser hat. Duschen gibt es meistens auch gar nicht mehr und Steckdosen, die uns nichts helfen, weil wir ja unsere Handys im Auto laden können. Und deswegen ist es so ein bisschen eine Frage, eine Abwägung, was bringt uns so ein Campground? Natürlich bringt uns der Campground Sicherheit, aber auf die haben wir dann erstmal verzichtet. Ich glaube, das nennt man Boondocking. Pete hatte uns das dann auch erzählt, dass es so ein neuer Trend ist, dass man sich die Campervans extra so aufbaut, dass sie aussehen, als wenn man da einfach nur so rumsteht. Als wären es Handwerkerautos oder so. Genau, ja. Sowas in der Art haben wir dann auch gemacht. Es war nur lustig, dass wir halt wirklich 100 Meter davon entfernt waren, von dem Campground, der uns zu teuer war. Ja, am nächsten Morgen sind wir auch früh los und haben uns dann nochmal Nelson im Tageslicht angeguckt. Wir waren in einem Café frühstücken, wo es WLAN gab, deswegen waren wir da ein bisschen länger. Und waren noch in einem ganz coolen Antiquitätenladen. Ja, der gefiel Lea wohl ganz besonders. Der hatte schon am Abend vorher raufgezeigt, dass sie da gerne morgen rein will. Nur weil das Schaufenster so fotogen aussah. Ja, dann sind wir weitergefahren. Nach 2, 3 Hikes auf dem Weg waren wir dann in Christina Lake, dem wohl wärmsten See Kanadas, der bewaldet ist oder was auch immer. Kurz die Finger oder die Füße reingesteckt und dann sind wir weitergefahren. Auf der Fahrt haben wir dann einen richtig abrupten Landschaftswechsel. Von den Kootenays sind wir dann ins Okanagan Valley gefahren und dort sind kaum mehr Bäume. Es ist richtig eher kahl und trocken und ja, ganz anders auf jeden Fall. Ja, es sah richtig cool aus und wir haben echt viele Fotos und Videos gemacht und sind dann in Osoyoos gestoppt. Osoyoos liegt direkt an der US-Grenze und dort haben wir dann den Nachmittag verbracht. Wir haben dann noch einen Wein gekauft, da das Okanagan Valley ja, das Weinanbaugebiet ist von Kanada. Von Kanada, aber. Ja, dann sind wir zum Campground, der uns eigentlich empfohlen wurde, dass er ziemlich nice wäre. Nur ist es auf einer Halbinsel gewesen und eigentlich war kein Wind angesagt, aber da hat es gefegt wie sonst was. Und wir saßen im Auto und wollten einfach nicht raus. Es war eigentlich warm, aber mit dem Wind, ja, dann haben wir einfach den Wein vorne in der Fahrerkabine getrunken und den Rest des Nachmittags gelesen, bis es dunkel war. Ja, wir haben uns dann dagegen entschieden, für den Campground zu zahlen, da es da nicht mal Duschen gab und nur zum Schlafen, dann können wir auch woanders schlafen. Wir hatten überlegt, uns dann zum Campground reinzusneaken, als es so dunkel war. Aber wir haben gesehen, dass der Mitarbeiter oder der Chef, wer auch immer, auf so einem kleinen, ja, wie so ein Golfkart immer hin und her gefahren ist, selbst richtig spät abends noch, wo wir noch davor standen und den Abend genossen haben, sodass wir uns entschieden haben, nicht auf den Campground zu fahren. Und dann sind wir wieder in die Stadt gefahren und haben uns da einen Platz in der Nachbarschaft gesucht und da auch gut geschlafen. Das ist unser Schlafplatz. Wie hast du geschlafen? Ich auch. $32 gespart. So viel hat der Campingplatz hier gekostet. Wo es nicht mehr Duschen gegeben hätte. Beim Frühstück direkt am Osoyoos Lake haben wir dann den Doppelelch von Janette gefunden, den sie uns netterweise noch rein verpackt hatte und der zierte dann das Rückblicklicht. Nee, das Spiegel. Spiegellicht. Den Rückspiegel. Den Rückspiegel eigentlich, ja. Dann sind wir in den Norden gefahren, vorbei an Apfel- und Weinanbaugebieten.
und sind dann auf einen Hike bei Kelowna, der so auf alten Schienen war. Der war ganz gut, hatte einen schönen Ausblick, aber war ansonsten dann nicht ganz so überragend. Ich glaube, das sollte man lieber mit dem Fahrrad machen. Am Nachmittag haben wir dann die O'Keefe Ranch besucht. Das ist eine alte Ranch, die neu aufgebaut wurde für Touristen, dass man so ein bisschen das Leben von früher miterleben kann. Es war ganz cool, die hatten auch ein paar Tiere und so einen Streichelzoo. Und man konnte halt die Häuser besuchen, wo einmal die reiche Familie gewohnt hat, aber auch die kleineren Hütten, wo deren Angestellte und die angestellten Cowboys gelebt haben. Besonders spannend war dann auch noch die Schule zu besuchen, ja, die eine Schule von früher nachgestellt hat. Mir haben am meisten die Mini-Esel gefallen. Ja, dann haben wir uns ein günstiges Hotel für die Nacht gegönnt, weil wir wirklich mal wieder duschen mussten und auch ein bisschen ja, WLAN benutzen wollten, ein paar Sachen erledigen und das ging dann so am besten. Und auch ein Bett zu haben, nach 3 Nächten im Auto. Am nächsten Tag sind wir dann lange gefahren bis nach Whistler über die nördliche Strecke, haben an ein paar Stopps immer noch das Obst von Bedford gegessen. Und ja, sind dann den Teil des Trans-Canada Highways weitergefahren. Da läuft auch der Fraser River lang. Das ist schon fast so Schluchten-Canyon-artig und war relativ beeindruckend. Beim Seton Lake war dann auch Leas Motivation am Ende und sie hat gesagt, geh du, ich bleib im Auto. Und zum Glück gab es da keinen Hike und ich war sehr glücklich, wie man sieht. Ja, die Fahrt nach Whistler war noch echt ganz schön. Man ist so an so Farmland vorbeigefahren und es waren so ganz urige Höfe auch so ein bisschen. Und in Whistler sind wir ein bisschen rumgelaufen. Das ist ja schon sehr touristisch und auch so, ja, die Stadt wirkt so und ist auch für Touristen gebaut worden, was jetzt nicht so, ja, authentisch ist, nicht so besonders schön, aber ist schon ganz nett. Ich glaube, du hattest einen Satz gesagt, der das ganz gut zutrifft. Whistler ist so ein bisschen wie so eine nachgebaute österreichische Skistadt, aber nicht ganz so gekonnt oder irgendwie so eine falsche. Also ja, also man sieht, dass es so eine Plastikwelt ist so ein bisschen, ja. Also die Häuser nicht echt sind. So. Aber ja, ganz beiseite die Kritik, es ist schon schön da. Und, ja. Und die Natur vor allem drumherum. Ja, genau. Wir haben noch Abendbrot gegessen in so einem recht günstigen Restaurant. Und fand besonders die Olympischen Ringe ganz toll. Na klar, von meiner Arbeit her bin ich da ja auch drauf geschult und da gab es die Ringe und auch die Paralympischen Ringe und die ganzen Goldmedaillengewinner und ich glaube auch sogar Teilnehmer, die da alle verewigt waren. Und auch was Cooles, es ist so Multi-Use. Im Sommer wird da viel Mountainbike gefahren und im Winter dann Skifahren, sodass es praktisch 2 Saisons gibt. Und nur im Oktober, also in den Zwischensaisons, ist es ein bisschen mehr low. Trotzdem, ja, arschteuer. Deswegen sind wir natürlich auch noch weiter gefahren und sind dann die halbe Stunde runter den Sea to Sky Highway im Dunkeln nach Squamish, wo wir dann bei einem Golfplatz übernachtet haben. Also wir haben auf einer Straße außerhalb des Golfplatzes übernachtet, wo auf der einen Seite der Golfplatz war und auf der anderen Seite wieder Wohnhäuser. Abends haben wir noch verbracht bei Tim Hortons, um ein bisschen zu lesen und WLAN zu haben. Ja. Guck mal. Oh. Rekord. Dann haben wir noch mal in einem fancy Café gefrühstückt, was dann auch ein bisschen überteuert war. Ja, dann hat es leider wieder geregnet, sodass wir den Vormittag wirklich mehrere Stunden in der Bücherei verbracht haben und da unsere kommende Reise ein bisschen geplant haben, ein bisschen nach Flügen geguckt haben, schon sogar den Flug nach Neuseeland dann gebucht haben, der erst in 2 Monaten ungefähr ist. Als dann das Wetter aufgeklärt hatte, wurde es dann leider für mich wieder ernst, denn Lea hatte noch mal eine Wanderung rausgesucht, auch wieder nur 5 Kilometer.
den Stavros Chief Trail hoch. Das klingt ja ganz nett, wenn man nachher in den Bewertungen guckt und Leute fragt, dann sagen die, das ist eine ganz schöne Herausforderung und das macht nicht jeder. Ja, dann sind wir mal wieder hochgegangen, mega die Steigung. Deine Augen. Hopp. Rutschig, oder? Am Ende mussten wir sogar ein bisschen klettern und es war dann auch mit dem Wind und der Kälte echt und ja, dem Nebel irgendwie so relativ rutschig. Ja, oben hat es sich dann nochmal wieder zugezogen und die Wolken sind an uns vorbeigezogen. Wir waren richtig in den Wolken drin. Dann haben wir ungefähr 10 Minuten gewartet und dann konnten wir den ersten Blick schon erhaschen nach unten auf den Fjord und die Stadt und die Berge gegenüber und die kleinen Inseln. Es war wirklich eine unglaubliche Sicht und man hat sich irgendwie am Ende der Welt gefühlt. Ja, der Weg runter war dann nochmal ein bisschen schwierig, weil es wirklich so steil war und rutschig und am Ende sogar schon ein bisschen dunkel geworden ist. Da haben wir uns dann sehr beeilt, wieder im Auto zu sein. Abends sind wir dann wieder auf den gleichen Platz in Squamish gefahren. Vorher haben wir nochmal bei Tim Hortons gelesen und haben dann am Golfplatz geschlafen. Den letzten Tag sind wir dann den Sea to Sky Highway runtergefahren, eins der Highlights von Lea. Eine super schöne Straße von Squamish bis nach Vancouver, wo man die ganze Zeit am Fjord runterfährt. Leider haben sie das aus irgendeinem Grund so gebaut, dass man vom Auto ziemlich viel von der Absperrung sieht und nicht unbedingt so viel vom Highway. Ja, diese Planke war mal genau auf der Höhe, wo das Autofenster war. Ich weiß noch, vor 2 Jahren bin ich das mit dem Bus gefahren und es war so eine schöne Aussicht. Und da hatte ich noch in Erinnerung, dass man ganz gut die Sicht hatte. Aber es lag dann wohl an der Höhe vom Bus. Ja, Sönke dachte dann, dass wir nach Vancouver schön entspannt durchfahren und er die Hikes geschafft hat. Aber ich hatte auf dem Weg noch einen rausgesucht. Am St. Mark's Summit beim Cypress Mountain. Und da ging es dann auch wieder hoch. Ja, es war ein toller Ausblick und ein toller Hike. Recht kühl. Ich weiß noch, dass wir da echt gefroren haben, vor allen Dingen ich. Ich war wahrscheinlich auch wieder unterernährt. Und als wir dann unten... Nein, du hast einfach falsch angezogen. Ja, okay. Wir haben aber auch nicht die Kleidung mitgehabt. Das waren halt so, ich glaube, es waren 5 Grad. Und wenn man da hochhiked, dann habe ich kein Pulli an, sondern meine Regenjacke mit und T-Shirt. Und als wir dann oben waren und der Winter noch kam, war es dann recht kühl. Ja, und als wir dann oben waren, haben wir ganz kurz das alles gesehen. Dann wurde es aber wieder wolkenverhangen und die Wolken sind wirklich in uns eingeschlagen und das sah wirklich krass aus. Aber dann nochmal 10, 15 Minuten gewartet und dann klarte alles wieder auf und wir hatten einen ähnlich schönen Blick auf diesen Fjord. Ja.
Ja, auf dem Rückweg wieder zum Highway hatte man auch nochmal einen richtig schönen Ausblick, wo man schon Vancouver sehen konnte. Es war dann auch wirklich nicht mehr weit. Ja, sind wir noch die letzten Kilometer dahin gefahren. Haben uns im Supermarkt Mittagessen geholt, getankt, das Auto in die Waschanlage gebracht. Richtig schön geblinzt und geblinkt und es war auch lustig, mal wieder eine Waschanlage zu nutzen. Und dann haben wir noch das ganze Auto aufgeräumt und das war nicht nur so ein bisschen was zu machen, sondern wir mussten es wirklich, wie man sieht, alles einmal rausholen, neu ordnen, zusammenlegen, Müll rausbringen, saugen. Es war ein Saustall. Und ganz so schlimm auch nicht. Sorry Brian, wenn du das jetzt siehst. Aber ja, wir haben dein Auto wirklich sehr, sehr gut genutzt. Aber es war danach hoffentlich wieder einigermaßen sauber. Ja, dann sind wir in die Innenstadt gefahren, haben Brian auch direkt getroffen für die Autoübergabe und haben dann noch den Sonnenuntergang mit ihm am English Bay genossen. Und was ist dein Fazit zu unserem Roadtrip? Ja, also ich glaube, dass wir vielleicht nicht ganz in der perfekten Jahreszeit waren, weil wir dann doch die Nachteile der Off-Season irgendwie in Anspruch nehmen mussten. Also es hat viel geregnet, es war windig, die Hikes waren teilweise zu, auch der Joffre Lake Hike war leider gerade zu. Und dazu kommt, dass wir beide schon mal da waren und deswegen jetzt nicht übertrieben überrascht waren über die Höhe und die Mächtigkeit dieser Berge, die man sicherlich beim ersten Mal hat. Aber trotzdem war es richtig cool, noch einmal mit mehr Zeit durch die Kootenays zu fahren, das zu genießen und einfach nach den langen Tagen auf der Straße zu trampen, dann endlich mal die andere Seite zu sehen. Und ein bisschen mehr Flexibilität hat. Ja, wir sind noch nicht ganz am Ende der Kanada-Reise. Der Trans-Canada Highway geht noch nach Victoria, also noch einmal eine Fähre und ein paar Kilometer. Und das haben wir dann im nächsten Video gemacht. Ja, reicht das? Lea will aufhören, deswegen genießen wir jetzt gleich die Sonne draußen. Vorher, wie immer, sagen wir noch einmal, besucht unseren Blog invaluablediary.com oder unsere Fotos oder schreibt uns eine E-Mail. Wenn ihr Tipps habt für Südamerika oder für andere Kontinente, schickt uns sie gerne, weil wir im Moment noch am Plan sind, wo wir überall hinfahren. Und dann wünschen wir einen schönen Nachmittag, Morgen, Abend, Wochenende, was auch immer. Und sagen Tschüss. Tschüss. Denkst du, man hat die Musik gehört? Ja. Du? Ich glaube auch. Mal sehen, wie gut der Techniker das rausnehmen kann. Aber es ist halt so. Das ist halt der Nachteil von Hostels. Außerdem, was wir gar nicht erwähnt haben, ist, dass wir überhaupt gar kein Internet haben. So, du setzt dich jetzt an deine Doktorarbeit und ich setze mich jetzt ans Schneiden von dem Video. Also, aus.